125, das ist unsere heutige Zahl. Bisher haben wir euch ja mal die Caballero Rallye, genau, 500 präsentiert. Heute haben wir die Caballero Scrambler Deluxe da, und zwar eine 125er. Wir hatten schon einige Anfragen, ob wir den Kumpan mit der Ganganzeige auch an der 125er verbauen können. Jetzt hat uns unser Kunde, der liebe Sven, seine 125er zur Verfügung gestellt. Mit der konnten wir jetzt einige Versuche machen, mussten ein paar Änderungen am Kumpan vornehmen, aber können euch jetzt heute unseren Kumpan Drehzahlmesser mit Ganganzeige an der Caballero 125 präsentieren. Das werden wir euch kurz zeigen. Wie ihr seht, ist hier der Kumpan schon bereits am Lenker verbaut. Wir haben den mit unserem Displayhalter hier am Lenker oder auf den Lenker aufgeklebt und nach unten gerichtet, weil hier eben noch diese Lenkerversteifung mit dem Polster auch dran ist, und sonst wäre das halt voll im Sichtbereich vom Kumpan, wenn wir ihn nach oben drehen würden, so wie wir es bei unseren 500ern Caballeros gemacht haben. Jetzt haben wir den so verbaut, und ich würde euch jetzt auch noch kurz die Einbauschritte unten am Motor zeigen, wo wir die Temperatur abgenommen haben, Drehzahlsignal und auch das Gangsignal. Also einfach mit nach unten kommen. Also, wir sind jetzt abgetaucht zum Motor runter. Linke Seite, hier in der Caballero, und zwar im ersten Schritt werden wir den Motortemperatursensor anschließen. Wir sind hier im Bereich der Wasserpumpe. Wir haben 4 Schrauben und nehmen die oberste. Die können wir hier rausschrauben und dann unseren Temperatursensor einsetzen. Der Temperatursensor ist ja direkt mit im Kit für die 125er Caballero mit enthalten. Drunter ist noch ein Dichtring, damit das alles gut abgedichtet wird und uns die Suppe nicht rausläuft. Und dann haben wir die Motortemperatur hier schon abgenommen. Weiter geht's zum nächsten Schritt, Drehzahlsignal. Das ist jetzt der Bereich hinter dem Motor, und also zwischen Zylinder und Federbein. Wir haben jetzt mal diese Filterbox hier weggeschraubt, damit ihr das auf dem Video hoffentlich besser erkennen könnt. Und ihr findet hier unten in dem Bereich am Rahmen den Kabelstrang und müsst euch dann diesen zweipoligen Stecker suchen. Der hat hier 2 weiße Kabel. Und wie ihr seht, haben wir das rechte davon, also an dieser Seite, das Kabel genommen, das trägt das Drehzahlsignal. Das schwarze Kabel, dieses dünne, das ist jetzt das, was von unserem Kumpan kommt, und das haben wir einfach mit dem Abzweigverbinder hier direkt angeschlossen, und dann können wir das Kabel wieder hier hinten einsortieren, die Filterbox wieder hinschrauben, wenn wir damit fertig sind, aber im nächsten Schritt zeige ich euch jetzt erst noch, wie das Gangsignal abgegriffen wird. Weiter geht es jetzt mit dem Gangsignal. Dieser Stecker hier, den habt ihr auch so an eurer 125er mit dieser Belegung, also ein 6-poliger Stecker. Und ihr habt hier oben, seht ihr, ein lilanes Kabel, ein einzelnes lilanes Kabel rauskommen, und das ist das das Leerlaufsignal. Leerlaufsignal wird ja ausgegeben, und die restlichen Gänge oder die Signale der restlichen Gänge, die werden ja nicht angezeigt, aber da werden wir jetzt einhaken sozusagen. Als erstes werden wir also den Stecker hier demontieren und werden das hellblaue Kabel auspinnen. Dafür ist im Lieferumfang so ein Schraubenzieher enthalten. Damit kann man den kann man hier vorne einfach einstecken und dann den Sicherungspin, gucken, ob man das jetzt sieht, so nach unten drücken, und dann können wir das Kabel hier rausziehen. Das ist jetzt ebenfalls das Kabel, das das Leerlaufsignal trägt, und auch im Lieferumfang enthalten ist dieser Gegenstecker, den wir jetzt brauchen, dieser grüne. Der kommt mit dem Kumpan dazu, und da können wir jetzt hier oben links das blaue Kabel einstecken. So, und das dann wieder zusammenführen, dass weiterhin unser Leerlauf im Cockpit angezeigt wird. Jetzt kommen wir zu diesem Kabel hier, das ist ein weiteres Kabel vom Gangsignal, das wird ja aber vom Cockpit der Caballero gar nicht ausgelesen. Also pinnen wir jetzt diesen Pin auch aus, fahren hier wieder mit diesem Stecker rein, können das Kabel dann nach hinten ausziehen. Den Stecker brauchen wir nicht mehr, den können wir wegtun. Und dieses Kabel, das stecken wir jetzt in das frei gewordene, wo vorher das Kabel vom Leerlauf drin war, können wir den einpinnen. Und zwar ist ja hier diese Sicherungsnase dran, die können wir so ein bisschen wieder hochdrücken, dass sie wieder einrastet. Das ist übrigens diese Sicherungsnase, wenn das jetzt im Stecker steckt, komme ich ja von vorne mit dem Schraubenzieher und drücke die runter, dass ich ihn dann nach hinten aus dem Stecker ziehen kann. Die kann ich jetzt wieder so ein bisschen hochbiegen, dass er sauber sitzt, und in den Stecker einführen, dann höre ich auch so ein Klicken. Und so ist jetzt unser Gangsensorstecker schon fast fertig konfektioniert.
Wir müssen jetzt noch diese beiden Kabel tauschen. Also wir sehen ja hier ein gelbes, ein rosanes und ein weißes. Und das weiße und das rosane, die müssen wir noch vertauschen, dass die Belegung passt. Verfahren wir jetzt genauso, wie ich schon beschrieben habe. Schraubenzieher rein, reinstecken, dann das Kabel nach hinten rausziehen, ebenso mit dem mittleren. So, und dann stecken wir das weiße Kabel auf die mittlere Position, bis einrastet, und dann das rosane hier auf die äußere Position. Na. Ja, das ist drin. Okay. Jetzt sehen wir hier die Pinzen alle sauber nach vorne geschoben. Und jetzt ist die Belegung auch schon fertig. Dann können wir den Stecker, der liegt ja auch bei unserem Kit bei dem 125er Kit einstecken. So, und dieses Kabel, das stecken wir jetzt oder das geht in Richtung Kumpan, von unserem Cockpit von dem Kabel kommt, und das gibt dann das Signal weiter. Dieses zweite Kabel, das ist das Stromkabel. Das haben wir ja schon mal bei der 500er auch erklärt, dass der Gangsensorstecker eine externe Stromversorgung braucht, und die legen wir nach hinten Richtung unter die Sitzbank. Das zeigen wir euch jetzt dann im nächsten Schritt, wie wir das dort angeschlossen haben. Wie gesagt, das hier geht Richtung Cockpit, das liefert das Signal an den Cockpit-Assistenten oben, und das geht Richtung Sitzbank, hinten ist das Stromkabel. Jetzt kümmern wir uns im letzten Schritt noch um den Strom. Wir haben jetzt zwei Stromleitungen hier hinten zum Sicherungskasten gelegt. Das ist einmal die Leitung, die vom Kumpan vorne kommt, und dann einmal die Zuleitung, die vom Gangsensorstecker, den wir uns gerade angeschaut haben. Da haben wir jetzt zunächst mal die Masseanschlüsse hier an die Batterie angeschlossen. Und dann können wir das hier idiotensicher, also das gibt es nur die eine Möglichkeit, so zusammenstecken, dass der Gangsensorstecker mit der Plusleitung vom Kumpan auch angeschlossen ist. Und am Sicherungskasten können wir dann zu guter Letzt, ich ziehe das hier nochmal raus, genau, haben wir diesen Sicherungsabzweiger. Das ist eine 5 Ampere Sicherung, die ersetzt hier an der Sicherung Nummer 3, die ist ja hier beschrieben am Sicherungskasten, die Originalsicherung. Also das ist so ein Sicherungsabzweiger, auch 5 Ampere. Den können wir dann hier einfach einstecken, und so ist dann unser kompletter Kumpan, das ganze System im Gangsensor ist dann abgesichert. Wichtig ist natürlich auch hier, dass wir gucken, dass das Kabel in die Richtung abgeht, dass unsere ganze Elektronik halt eben mit abgesichert ist und nicht vor der Sicherung hängt. Aber so können wir jetzt einen minimal invasiven Eingriff sozusagen vornehmen. Unser Kumpan ist sauber angeschlossen, und wir müssen hier keine weiteren Lötarbeiten oder so vornehmen. Und somit ist das ganze System, der ganze Kumpan, an der Caballero Scrambler Deluxe angeschlossen. Bei der 125er müssen wir dann noch die Gänge kalibrieren, wenn wir alles angeschlossen haben. Dann gehen wir zunächst einmal über dieses Menü oder die Menütaste in das vierte Untermenü und drücken dann hier auf diese Gearing Calibration. Und normalerweise sollte man das machen, wenn der Motor läuft, dass die Gänge auch richtig alle erkannt werden. Wir lassen das jetzt mal aus, einfach weil sonst die ganze Zeit ein Motor im Hintergrund läuft, ist zu laut. Also ich zeige euch jetzt einfach die Funktion. Hier seht ihr jetzt in der ersten Zeile steht Gang 1 oder Gear 1, den müsst ihr jetzt am Motor einlegen und dann auf Calibrate drücken. Dann wird das Signal, das jetzt aktuell ausgegeben wird vom Gangsensor, wird erfasst und hier im Kumpan hinterlegt. Dann geht ihr zu drücken der Pfeiltaste, nächsten steht da jetzt Gear N, also ist der Leerlauf. Auch hier drückt ihr dann einmal Calibrate und seht dann, dass oben die erste Zeile in grün hinterlegt wird. Das heißt, der Wert ist erfasst und vom Kumpan auch abgespeichert. Und so geht es dann weiter. Zweiten Gang anwählen, auf Calibrate drücken, wird hinterlegt der Wert. Und dritten Gang, vierter Gang und fünfter Gang. So, jetzt haben wir alle Werte hinterlegt. Über die Menütaste könnt ihr dann ins Hauptmenü zurückkehren. Und wir sehen, dass durch Schalten die Gänge alle sauber angezeigt werden und die Werte also korrekt
hinterlegt sind. Das wäre eigentlich schon alles. Jetzt könnt ihr eure erste Runde drehen und ja, alles nochmal überprüfen, ob der Einbau soweit gut geklappt hat oder ob alles auch dicht ist, gerade beim Motortemperatursensor, ob ihr alles richtig angeschlossen habt. Ansonsten wünschen wir euch ja, gute Fahrt und viel Freude mit unserem Produkt.